Ich starte heute auch wieder mit der Kreide, um ein bisschen locker zu werden, weil ich selber nicht so genau weiß, was ich jetzt machen werde. Also ich habe noch keinen Plan und deswegen ist ganz gut, hier erstmal anzukommen. Ja, zum Fließen lassen machen wir das Ganze jetzt erstmal nass und da verändert sich ja schon der Farbton. Jetzt kann man hier einfach noch mal so ein bisschen nachziehen und gucken, was passiert. Ach, mit dem Fingern malen macht auch echt Spaß, merke ich gerade. Ja, ich bin so ein bisschen hin und her, ehrlich gesagt. Aber es darf noch mehr fließen, also noch etwas Wasser dazu. Jetzt läuft es schon mehr. Da passiert dann ein bisschen was. Hier läuft das so einfach weiter und das kann man noch ein bisschen hinterher schieben und gucken, was so entsteht. Und ja, ich suche so ein bisschen. Also ich bin hier tatsächlich auf der Suche gerade nach Form, nach was mich inspiriert und weiterbringt. Aber es packt mich nicht. Ich muss das wieder verwischen. Ist jetzt so immer wieder ganz schön, aber so die Formen, die entstehen, die ja, greifen mich nicht so und deswegen gucke ich hier einfach mal weiter, verwisch das mal, guck mal, was für Farben entstehen. Eine schöne Farbmasse jetzt. Ja, aber macht Spaß. Also ich gebe jetzt hier einfach noch mal ein bisschen Strukturmasse drauf. Die habe ich hier liegen. Und guck mal, wie ich die hier einbinden kann. Und ja, so ein bisschen modellieren hier ruhig. Ja, mit dem Palettmesser komme ich hier nicht so weit. Da nehme ich mal das große und gehe damit nochmal rüber, weil ich will es jetzt auch nicht zu sehr einfärben, also es darf ruhig so weiß bleiben und mal gucken, was jetzt so entsteht. Einfach mal gucken, entstehen lassen, gucken, was passiert. Ach, das fange ich hier einfach wieder auf, tue ich wieder ins Schälchen zurück. Kann ich nochmal wiederverwenden. Es macht auch Spaß. Also es ist auch schön, hier jetzt so unbedarft rum zu modellieren. Ach, es sieht aus wie Blüten, wie so eine Blütenform. Jetzt mit der Spachtelmasse kann ich hier mit dem kleinen Palettmesser ja auch richtig eine Blüte formen. Und jetzt verschmiert das ja auch nicht mehr so doll. Das heißt, ich kann jetzt die weiße Masse richtig gut darauf weiter modellieren und habe dadurch auch so einen 3D-Effekt. Ja, hier ist jetzt so eine Blüte entstanden. Ich habe es jetzt trocknen lassen. Das kann man mal wieder aufgreifen beim anderen Bild. Hier oben ist auch irgendwie so eine Figur, aber insgesamt kann ich damit überhaupt nichts anfangen. Am anderen Tag wäre es vielleicht anders gewesen, hätte ich wieder anders weitergemalt. Aber jetzt habe ich mir gedacht, ach komm, ihr hattet doch mal in den Kommentaren geschrieben, Petra, malst du auch mal ein Bild über? Ich glaube, das ist jetzt ein guter Moment dafür. Ja, ich nehme das einfach. Ich werde es jetzt einfach übermalen. Und mal gucken, was dann wieder entsteht, weil es fühlt sich nicht gut an, das Bild. Also ich merke, dass das passt mir hier gerade gar nicht. Spricht mich nicht an, es bringt mich nicht weiter. Irgendwie schon, aber dann auch wieder nicht. Und
Mal sehen. Also ich male es jetzt einfach mal über. Und ich weiß noch nicht mal genau, nach welcher Farbe mir ist heute. Also es gibt solche Tage, vielleicht kennst du das. Und dann steht man davor und dann will man malen und dann, kannst ja die Farbe nehmen. Ach nee, nimm doch die andere Farbe. Ach, vielleicht doch die. Oh je. Ich mache mal mit Blau weiter. Ja, das ist natürlich jetzt heftig dazu, aber ja, warum nicht? Ja, dieses Pastellige mag ich auch. Oder doch lieber kräftig. Auf jeden Fall gehe ich jetzt hier rüber. Endlich. Und jetzt kann ich mich lösen von dem, was da ist. Ich kann das ja aufgreifen als Idee irgendwann anders. Aber jetzt gerade passt das überhaupt nicht zu mir. Und das ist ja auch immer schön, wenn man das dann wieder übermalen darf und dann auch wirklich macht. Was befreit. Einfach raufkritzeln, wieder wegschmieren, ein bisschen mit dem Finger malen. Ich glaube, das ist jetzt viel eher meins. Ja, einfach ein bisschen Farbe dazugeben in diesen kleinen Linien. Das spricht mich gerade viel, viel mehr an. Und wie befreiend das dann sich auch anfühlt gerade. Das ist ja so das Schöne. Hier gebe ich noch mal ein bisschen Weiß dazu, weil da muss es irgendwie heller doch bleiben, dieses Hin und Her. Aber es ist halt so, es ist halt einfach so. Aber mit dem Wasser ist ja immer schön, wenn es dann so für sich nochmal läuft. Das unterstützt dann auch einfach nochmal. Und rosa muss hier einfach rauf. Ja, rosa ist gut, das kann auch eigentlich noch kräftiger. Das tut einfach gut. Einfach weiter kritzeln und ja, loslassen, Gedanken loslassen, sich nicht festhalten am Motiv oder das ist wirklich schön. Probier sowas mal aus. Wenn du nicht weiter weißt, mach einfach so weiter. Tat gut. Auch wenn es, ich weiß noch nicht, ob es ein Video wird, aber es war gut, sich da durchzuackern und ja, auch diesen Weg zu gehen, da nicht genau wissen, was will ich jetzt überhaupt malen und dann trotzdem anfangen, weil einfach das Gefühl ja auch da ist und dann einfach machen, einfach gucken, was kommt und wenn man merkt, nee, das passt irgendwie gerade gar nicht, meine Stimmung ist irgendwie ganz anders,
Dann eben das, was ich euch auch immer in dem Online-Kurs sage. Hör auf deine Stimme, was sagt sie dir? Also dein Bauchgefühl. Ja, jetzt gucke ich nochmal, wie das mit dem Rahmen aussieht. Mal schauen. Dann gefällt mir das meistens nochmal besser sogar. Ja, geht doch. Einfach machen, wie immer. Einfach durchackern. Ist halt manchmal einfach so. So, am Ende ist es wild, aber trotzdem irgendwie geordnet. Das geordnete Chaos hier. Aber so fühlt es sich ja halt auch an und so fühlt es sich ja auch manchmal an. Und dann fängt man an zu malen, will irgendwas machen und dann fährt man sich in so eine Spirale und es wird immer beklemmender für einen. Also das Gefühl kennst du vielleicht, und sich da wieder rauszuholen, nicht hinzuschmeißen und zu sagen, nee, jetzt Mist, es ist überhaupt nicht meins, ich kann nicht malen. Nee, nee, mach anders weiter. Und das ist dann halt auch der Moment, wo man über sich und seine Komfortzone hinaus wächst und ja, einfach machen. Loslassen, das war heute absolut Thema. Loslassen von seinen ganzen Gedankengut, was einen so ja auch durch die Malerei ja auch immer auftaucht. Also beim Malen tauchen einfach Gedanken auf und dann muss man eben gucken, wie man damit umgeht. Und ja, auch mit dem, was man da vor sich sieht, und auch das, wenn da so Gebilde drauf sind, die einen vielleicht ja ganz schön sind, aber trotzdem irgendwie gar nicht packen, dann auch da wieder loslassen und weitermachen, anders weitermachen. Und das ist eben auch ein Weg, den man so durch die Malerei ja auch gehen kann. Also darum ging es heute irgendwie, ums Loslassen, weitermachen, einfach immer weitermachen. Ja, so ist das. Also schön, dass du hier bist. Ich freue mich, dass ich das hier so zeigen kann. Das macht ihr, dass ich das hier tun kann, ihr durch eure Kommentare. Vielen, vielen Dank dafür, denn sonst würde ich das hier gar nicht zeigen und würde einfach nur Mainstream machen. Und ja, das ist schön, eben, dass ihr mich hier unterstützt und ich eben genau das eben auch teilen kann. Also Dankeschön, ich freue mich immer schon auf unseren Chat und auf unseren tollen gemeinsamen Start. Ich sitze dann da und lächle und grinse und lese und ja, es ist einfach immer toll mit euch. Und übrigens, das Buch kommt jetzt auch auf Französisch und alle anderen Infos wie immer unter dem Video. Habt einen schönen Sonntag. Tschüss!